das Wollen und die anschließende Umsetzung. Und oftmals liegt dazwischen ein Weg, der manchmal irgendwie mit Hindernissen gepflastert zu sein scheint. Er ist zumindest mal nicht geradlinig. Wir wollen eine ganze Menge. Vielleicht eine neue Beziehung oder überhaupt eine Beziehung. Ein neues Auto, eine neue Wohnung, vielleicht sogar den Traumjob in der Firma, von der wir schon so viel gehört haben. Und die Umsetzung aber scheint manchmal hakelig. Wir wollen so vieles, aber die Umsetzung, das ist manchmal so, als ob das Universum sagen würde, es ist schön, dass du das willst, aber du kriegst es nicht. Und das ist natürlich, es fühlt sich unfair an und das ist auch unfair. In einem Sinne ist es unfair. Allerdings ist dahinter eine Logik. Und um diese Logik geht es in diesem Video, denn diese Logik zeigt uns, was wir auf dem Weg zwischen dem Wollen und der anschließenden Umsetzung bzw. dem Empfangen der Realisierung falsch machen können und was auch viele von uns falsch machen. Energetisch gesehen, psychologisch gesehen, verschiedene Dinge. Und darum soll es heute gehen. Das Problem dahinter bzw. dieses Paradox zwischen Wollen und Empfangen ist relativ einfach definiert. Das heißt einfach, je mehr ich etwas möchte, umso intensiver ich etwas möchte, umso weniger werde ich es bekommen. Also umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bekommen werde. Warum ist das so? Es macht ja auf den ersten Blick keinen großen Sinn. Und ich denke, man hat vielen von uns auch gesagt, ja, der Wille des Menschen, das ist schon mächtig und man muss nur dahinter stehen und es nur stark genug wollen, dann kommt es auch in unser Leben. Aber das ist oftmals nicht der Fall. Warum? Erster Punkt, es gibt eigentlich mehr Punkte. Ich führe hier mal zwei wichtige Punkte auf, warum das so ist. Oftmals ist es so, und das gilt ja für Dinge, die ich sehr, sehr intensiv möchte, also meistens die etwas größeren Geschichten. Oftmals ist es so, wenn ich etwas, sagen wir mal, ich bin alleine, ich möchte dringend eine neue Beziehung haben, dann ist es so, dass ich dann irgendwann mir vielleicht sage, ja, ohne diese neue Beziehung fehlt mir was. Es fehlt ein Stück und ich wäre komplett mit dieser neuen Beziehung, mir fehlt was. Und fehlen heißt natürlich, ich habe es nicht. Das heißt, also das, was ich mir die ganze Zeit sage, heißt, ich habe es nicht. Ich brauche es noch. Ich habe es nicht. Was heißt das? Auf der psychologischen Seite heißt das einfach, wenn ich diesen Mangel anerkenne und mir das immer vorsage, dann werde ich letztlich auch Mangel anziehen. Denn das, woran ich denke, ziehe ich normalerweise auch stärker in mein Leben. Und das, woran ich denke, das strahle ich letztlich auch aus. Und andere Menschen, die um mich herum sind, haben meistens auch feine Antennen für sowas. Zum Beispiel, du gehst zu einem Date und deine Angebetete gegenüber, du findest sie toll und sie sieht gut aus und du sagst, oh, hoffentlich, oh, versaus nicht. Na, hoffentlich klappt das. Ich bin schon so lange alleine, hoffentlich klappt das. Abgesehen davon, dass wenn ich sage, versaus nicht, dass es eigentlich auch schon wieder ein negativer Gedanke ist, weil an was denke ich da, dass ich etwas falsch machen könnte. Aber meine Angebetete gegenüber wird es auch merken. Die wird merken, oh, der Typ, der mir da gegenüber sitzt, der hat irgendein Problem. Er scheint irgendwie ein wenig verzweifelt zu sein, nicht locker und er hat ein Problem. Wird das dann die beste Voraussetzung sein für diese Beziehung? Eher nicht. Und so werden sich wahrscheinlich die Wege nach dem ersten Date oder nach dem ersten Essen zusammen vermutlich auch wieder trennen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es kann sein, dass auch irgendwas Tolles passiert und dass es trotzdem klappt, aber zumindest ist, sagen wir mal, die Voraussetzung für ein Weitergehen dieser Beziehung nicht da. Und das gilt auch für andere Dinge, das gilt auch für Geld, wenn ich zum Beispiel einen Vertragsabschluss machen möchte, wenn ich selbstständig bin und treffe mich mit Menschen und strahle ebenfalls dieses unbedingte Wollen, diese fast schon verzweiflungsnahe Emotion aus, dann merken das die anderen auch und werden natürlich entsprechend reagieren. Entweder werden sie fühlen, oh,
den kann man vielleicht noch ein bisschen hochhandeln, der will unbedingt, jeder Mensch merkt das letztlich oder die meisten haben schon so Antennen dafür, dass sie das merken. In vielen Bereichen strahle ich das aus. Spirituell gesehen ist das Gleiche ähnlich. Spirituell gesehen ist es einfach, wenn ich mich auf Mangel konzentriere, und das ist das, was ich tue, wenn ich sage, mir fehlt was, wenn ich mich auf Mangel konzentriere, dann heißt das einfach nur, dass ich energetisch gesehen tiefer bin, mit meinen Schwingungen tiefer bin und nicht abgestimmt auf meinen Wunsch, nicht abgestimmt auf das, was ich gerne haben möchte, dieses neudeutsche Wort aligned. Und das wird dann auch dazu führen, dass sich mein Wunsch eher nicht oder eben nur schwierig erfüllen wird. Der zweite Punkt, den wir falsch machen können hier, oder das machen auch viele falsch, ist eben, dass wir unsere Wünsche, gerade die großen, auf ein Podest stellen. Der Wunsch ist nicht mehr hier auf Augenhöhe, wo ich sagen kann, naja, den kriege ich schon irgendwie, sondern der steht irgendwo da oben. Weil es ja für mich wichtig ist. Es ist ja etwas, was ich nicht alle Tage vielleicht bekomme, nicht alle Tage habe, nicht alle Tage realisiere. Und manchmal ist es so, dass dieser Wunsch so groß ist, dass ich mir persönlich gar nicht so richtig vorstellen kann, das wirklich zu haben. Und er steht dann auf diesem Podest ganz weit über mir. Und was ist mit etwas, was auf dem Podest steht? Komme ich da normalerweise dran? Nein, natürlich nicht. Das ist etwas, was mir eigentlich verwehrt ist. Es ist zu gut, um wahr zu sein, wie es so schön heißt. Und das ist es dann auch und das bleibt es dann auch für eine ganze Weile. Und ironischerweise wird es aber meistens sehr viel besser, wenn wir lockerer werden. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit ist schon ein paar Jahre her. Ich habe damals bei einem Kollegen eine super Uhr gesehen. Ich fand die gleich toll, als ich sie gesehen habe. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn das für ein Modell? Was kann das alles? Und ich wollte auch diese Uhr haben. Habe dann angefangen zu suchen und habe mir gesagt, okay, ich werde die ja irgendwo finden hier. Habe ich aber nicht. Ich habe dort gesucht, da gesucht. Es gab ähnliche Modelle, es gab teurere Modelle, aber irgendwas hat meist nicht gestimmt. Entweder die Features, die die Uhr hatte, oder eben der Preis. Irgendwas hat nicht gestimmt. Und ich habe wochenlang gesucht und irgendwann dachte ich, ich verschwende schon ziemlich viel Energie in diese Suche der Uhr und ich glaube, ich habe meine Umgebung auch ein wenig genervt damit, weil ich auch öfter mal diese Uhr erwähnt habe. Und irgendwann dachte ich mir, nee, das mache ich jetzt, das geht so nicht weiter. Und ich habe mir dann vorgenommen, okay, ich habe eingesehen, ich kriege diese Uhr jetzt nicht zeitnah, also habe ich mir vorgenommen, ich lasse es erstmal bleiben. Ich habe nicht den Wunsch gecancelt, ich habe den Wunsch nicht gelöscht aus meiner Liste, aber ich habe ihn verschoben und ich habe gesagt, ich lasse das erstmal gehen. Und kurz darauf, gleich anschließend, nachdem ich das beschlossen hatte und das auch gemacht hatte, habe ich mich erstmal freier gefühlt. Ich war nicht mehr so gebunden an diese Suche. Ich musste, das war ja schon fast ein Zwang, ich musste diese Suche nicht mehr machen. Ich war frei zu sagen, nee, muss ich nicht machen, mache ich jetzt auch nicht. Und das war erstmal ein schönes, ein befreites Gefühl, als ich das mal losgelassen habe. Sicherlich war es ein bisschen traurig, diese Uhr nicht zu haben, aber okay. Ich habe es losgelassen. Was ist passiert? 3 Wochen später gehe ich zu meinem Autohändler, weil ich ein neues Auto gebraucht habe. Mein altes war schon sehr alt und da ich damals viel unterwegs war, dachte ich, naja, ist vielleicht ganz gut. Ich kaufe mir ein bisschen neueres Auto, da ist die Chance, eine Panne zu haben, nicht so allzu groß. Und ja, wir kamen ins Gespräch, ich habe mir einige Autos angeschaut, mich noch nicht entschieden. Er fragte mich dann irgendwann, ach, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht jemanden kennen, der sowas braucht. Ich habe vor einer Weile eine Uhr gekauft. Und diese Uhr steht mir nicht so richtig. Sie ist eigentlich hübsch und sie ist toll, aber es ist nicht meine Uhr. Es ist nicht das, was mir steht. Und er fragte mich, ob ich jemanden kenne, der die Uhr vielleicht haben möchte oder ob ich selber Interesse hätte. Ich habe ihm dann gesagt, okay, ja, zeigen Sie mal, was Sie haben. Ich schau mal. Und er kam zurück aus dem Nebenzimmer und brachte dann ein Kästchen. Ich mache das auf. Und ich sehe genau die Uhr, die ich haben wollte. Genau das Modell mit den Features, exakt das, was ich haben wollte, exakt die Uhr, die mein Kollege damals auch hatte. Ich habe ihn dann nach dem Preis gefragt und selbst der Preis war angemessen, das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte, was ich zahlen wollte.
Was habe ich daraus gelernt? Daraus und aus einigen anderen Dingen habe ich tatsächlich, gut, erstmal war ich natürlich baff, als diese Uhr plötzlich in mein Leben kam. Die ist mir quasi gefolgt. Und ich habe mir dann ein paar Gedanken schon darüber gemacht damals und ich dachte, naja, wieso ist das so? Und dann habe ich mal in der Vergangenheit auch gewühlt und gekramt und festgestellt, dass immer dann, wenn ich etwas zwar wollte, aber nicht so versessen drauf war, wenn ich es einfach locker wollte und ich sagte, okay, ja, das hätte ich gern, kamen diese Dinge eigentlich relativ leicht in mein Leben. Andere Dinge, die mir sehr wichtig waren, wo ich dann gesagt habe, das will ich unbedingt und das würde mir jetzt schon fehlen in meinem Leben, war es genau so wie mit der Uhr, beziehungsweise die kamen erstmal nicht in mein Leben oder verzögert oder eben schwerer. Was heißt das für diese Thematik, für das Wollen? Die Lösung ist natürlich nicht unbedingt, keine Wünsche mehr zu haben. Das wäre sicher eine Lösung, aber wer will das schon? Ich will es nicht und die meisten, du willst es wahrscheinlich auch nicht und die meisten, die ich kenne, wollen es auch nicht. Das ist auch nicht die Lösung. Wünsche sind ja was Tolles und Wünsche zu haben sind schön oder ist schön. Aber die Lösung ist, ich habe Wünsche, ich kann sie definieren, ich kann sie visualisieren, ich kann auch Manifestationstechniken anwenden, die ich eben gelernt habe. Das, von dem ich denke, das wirkt bei mir, das funktioniert bei mir. Es gibt da ja eine ganze Menge, werde ich auch noch Videos drüber machen. Und dann sollte ich diesen Wunsch aber auch gehen lassen. So ein Wunsch braucht Raum. Ich sollte ihm den Raum lassen, den dieser Wunsch braucht. Denn ansonsten handle ich genauso, als ob ich ein Samenkorn in die Erde pflanze und das alle 5 Minuten wieder ausgrabe und gucke und sage, es wächst noch nicht, wann kommt das denn? Es wächst noch nicht, es wächst noch nicht. Und das Samenkorn wird irgendwann so gestresst sein, dass es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sprießen wird. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wenn ich aber sage, okay, ich habe diesen Wunsch, ich weiß ganz genau, was ich will. Ich habe diesen Wunsch, ich habe mich damit beschäftigt und dann lasse ich es gehen und mache meine Alltagsbeschäftigungen und mache das, was ich sonst auch tue. Und dann gebe ich diesem Wunsch Raum. Ich klammer nicht und ich weiß, ich vertraue dem Prozess. Ich weiß, dass dieser Wunsch sich erfüllen wird und dass dieses etwas, egal was es ist, ob es eine Beziehung ist oder ob es etwas Materielles ist, dass das irgendwann zur rechten Zeit in mein Leben kommt. Die Zeit kann ich auf diese Weise nicht bestimmen. Da ist dann ein wenig Vertrauen von meiner Seite gefragt. Ich kann allerdings aus meiner Erfahrung sagen, wenn man wirklich loslässt, dann geht es oftmals sehr, sehr schnell. Natürlich keine Garantie, es kann auch mal länger gehen, gab es bei mir auch schon. Aber in der Regel hilft diese Technik sehr gut. Also Leitsatz, Wünsche klar formulieren, einen Schritt zurücktreten, sein Ding machen, die Dinge machen, die ich sonst oder die man sonst auch tut und auf den Prozess vertrauen, dass mein Wunsch erfüllt wird. Und damit ist das Paradox eigentlich auch vollständig erklärt, dieses Paradox des Wünschens. Je mehr ich klammer, umso weniger werde ich meinen Wunsch realisieren können. Und je weniger ich klammer und umso mehr ich loslasse, umso mehr erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, meinen Wunsch zu erfüllen. Und das hatten wir vorhin ja schon gesehen, gleich von 2 Richtungen. Einmal von der Psychologie, vom Psychologischen her und einmal auch von der spirituellen Seite her. Letztlich gibt es da ja auch keine strikte Trennung. Die Trennung darin besteht letztlich auch nur in unserem Glauben, was wir glauben und was wir für wahr halten. Aber selbst wenn ich nur an die eine Seite glaube, habe ich trotzdem eine gute Chance, meine Wünsche zu erfüllen. Aber warum nicht beide Seiten zur Hilfe nehmen? Wenn dir dieses Video gefallen hat, wünsche ich mir, dass du ein Like da lässt und wenn du Content dieser Art von mir auch weiter sehen möchtest, dass du den Kanal abonnierst. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall beim Umsetzen deiner Wünsche sehr, sehr viel Erfolg und die nötige Leichtigkeit. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!